Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Hilti WS R22A an. Das ist nur die ältere Säbelsäge von Hilti. Mittlerweile glaube ich kostet was 6A22. Aber ja, hat auch 3000 Hübe. Ist ein bürstenloser Motor, sollte sein. Ich habe keine Funken gesehen. Aber ich finde das Modell nicht mehr. Aber hat anscheinend AVR-Technologie. Seht, wie sie ausschaut, relativ lang, muss man sagen. Ziemlich genau 47 cm. Also wirklich super verarbeitet, muss man sagen, wirklich. Was mir aber aufgefallen ist, Griff im Prinzip null gummiert. Ihr seht, das ist alles hart, das ist Katastrophe für die Vibrationen, das spürt man extrem. Auch wenn AVR oben steht, ich bin wirklich kein Fan von den Vibrationen. Das werdet ihr jetzt dann eh gleich sehen. Vorn auch, ist gummiert, aber relativ hart gummiert, das gefällt mir auch nicht. Ich muss sagen, das ist, ja, schauen wir daheim im Test dann. Ganz normale Aufnahme. Auf, reinstecken, zu. Nichts Besonderes. So, wie ihr sehen könnt, trotz AVR-Technik im Handgelenk hinten 25,5 Meter pro Sekunde, was wirklich, ja, extrem ist, weil das machen sogar die Einheld besser, die Ryobi macht es besser, der Wald, wo ich schon extrem gemeckert über die Vibrationen, macht es besser. Ich muss aber sagen, der Wald vibriert komplett viel, also hinten am Handgriff geht's noch. Aber vorne auch, das machen die anderen viel besser. Der Wald ist vorne komplett Katastrophe. Hinten ist auch nicht gut. 15 ist auch schon hoch, aber ja, der Wald fühlt sich trotzdem sehr schlimm auch an. Lautstärke, da ist Hilti unglaublich gut, weil nur 92 dB. Das zeigt mir im Nachhinein, dass es sich vielleicht doch um einen Bürstenmotor handeln könnte, weil ich glaube, die 187 hat einen Bürstenmotor, die Ryobi hat einen Bürstenmotor. Einheld TAP 18 Li hat einen Bürstenmotor, sind viel leiser wie die anderen. Das ist auch schon die Flex 29, aber das ist auch eine kleine kompakte. Und Bosch Advanced Receive hat ja einen bürstenlosen Motor, normal die Säbelsäge. Weiß ich nicht mehr aus dem Kopf auswendig, aber Lautstärke wirklich für Säbelsäge top. So, beim Gewicht im Gramm sind wir genau auf Makita 187 Niveau mit ABS SEP und ja, generell eine relativ schwere Säge, gehört zu den schweren, ihr seht es ja, aber geht klar, finde ich. Also ich würde auch lieber eine leichtere haben wollen, aber geht vollkommen klar. Aber wenn ich mir überlegt, dass die Ryobi ungefähr auf dem gleichen Niveau ist und dabei nur 1,7 Kilo wiegt, ja, mit den Vibrationen her ist sie nicht null schlechter, sogar besser gemessen. Die Ryobi hat die gleiche Leistung, wiegt die Hälfte nur, also muss sagen, riesiger Vorteil für Ryobi. Trotz des ernüchternden Ergebnisses muss man sagen, ist es keine schlechte Säbelsäge, vibriert viel zu viel, das ist klar, Neupreis, was ich gesehen habe, 370 netto, sehr hoch, aber ja, es war halt damals, jetzt weiß ich nicht, was die neue ist, wie die neue ist sicher viel besser,
aber ist sicher ungefähr da auf der Wald 367 Makita 187 Niveau, würde ich sagen. Aber finde ich das Gerät, ja, für das, dass es ein Hilti ist, zu schlecht leider. Es fehlt ein bisschen die Leistung, es fehlen die Vibrationen, der Preis ist sehr hoch. Es sei denn, dass es wirklich extrem haltbar ist, was ich wirklich auch hoffe und wahrscheinlich auch ist. Aber sonst, ja, kann ich nichts anderes sagen. Alle Säbelsägen sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde ich mich über das freuen, würde das Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank für ihn, das macht. Vielen lieben Dank für ihn, das schaut. Kommentar da lässt, Abo da lässt, Daumen nach oben. Danke an alle. Servus, bis zum nächsten Video. Ciao.